Es gibt so gewisse Mangas, die werden wahrscheinlich nie oder zumindest nicht vernünftig als Anime adaptiert. Das kann ganz verschiedene Gründe haben. Vielleicht ist der Manga einfach zu nischig, hat einen Zeichenstil, welcher nur schwer animiert werden kann oder ist viel zu brutal fürs Fernsehen. Gerade sehr detaillierte Seinen-Mangas haben dieses Problem, dass sie nie animiert werden und wenn, dann sind sie unvollständig, zensiert oder sehen einfach nur schlecht aus. Einer dieser Mangas, von denen ich nie erwartet habe, dass dieser mal einen Anime bekommen wird, ist Dorohedoro von der Zeichnerin Kyu Hayashida. Hier zu erwarten war, wird auch hier recht stark auf CGI gesetzt. Und auch wenn der Anime die besondere Atmosphäre und den genialen Artstyle des Mangas nicht ganz zu 100% widerspiegelt, handelt es sich trotzdem um eine überraschend gelungene Adaption. Aber worum geht es in diesem Anime überhaupt? Dorohedoro spielt in einer bizarren, düsteren Welt, genauer gesagt in der heruntergekommenen Stadt Hole. Hole wird ziemlich regelmäßig von Magiern aus einer anderen Dimension besucht, welche Portale nutzen, um somit in die Menschenwelt zu gelangen. Dabei werden Magier als eine komplett andere Spezies als Menschen dargestellt, die sogar ihre eigene Anatomie besitzen. Diese Magier benutzen die normalen Menschen als Versuchskaninchen für ihre Zauber, was dazu führt, dass viele Leute, die in Hole wohnen, extrem verunstaltet und grotesk aussehen. Unsere Hauptfigur ist Kaiman, ein Typ, der einen Reptilienkopf besitzt und welcher keine Erinnerungen an früher hat und vermutet, dass er von einem Magier in diesen speziellen Zustand versetzt wurde. In seinem Rachen wohnt außerdem ein geheimnisvoller Mann mit einer kreuzförmigen Tätowierung im Gesicht, welchen Kaiman für den Schlüssel zu dem ganzen Mysterium hält. Hinzu kommt, dass er gegen Zauber jeder Art immun ist, was selbst in der Welt von Dorohedoro nicht normal ist. Zusammen mit seiner Freundin Ikaido kämpfen die beiden gegen die Magier und versuchen gemeinsam Kaimans Identität herauszufinden. Die Gegenspieler unserer Protagonisten sind dabei die En-Familie, angeführt von dem gleichnamigen Magier, welcher einer der mächtigsten Magier der Welt ist. Sie wollen sich an Kaiman rächen, dafür, dass er einen von Ens Leuten getötet hat. Eine weitere Fraktion sind die sogenannten Cross-Eyes, eine Verbrecherorganisation, welche aus schwachen Magiern besteht, die sich mit einem abhängig machenden schwarzen Pulver aufputschen, welches ihre mangelhaften magischen Kräfte verstärkt. Die Cross-Eyes sind die Erzfeinde der En-Familie und haben das gleiche ominöse Tattoo in ihrem Gesicht wie der Mann in Kaimans Rachen. Im Laufe der Handlung wird immer mehr über die Welt von Dorohedoro enthüllt, wer oder was diese Magier eigentlich sind und wie Kaimans Vergangenheit damit eigentlich zusammenhängt. Das Setting erinnert mich dabei dezent an das PC-Spiel Planescape Torment. Es geht hier nämlich auch um einen an Amnesie leidenden Protagonisten und in der Story spielen Portale ebenfalls eine große Rolle. Ich frage mich, ob es sich hierbei um einen Zufall handelt oder ob manche Aspekte von der Serie tatsächlich von dem RPG inspiriert sind. In der Serie geht es allerdings nicht gerade zimperlich zur Sache und die Kämpfe, die sich Kaiman und Nikaido mit den Magiern liefern, sind ziemlich heftig und blutig. Gore und Body Horror stehen in Dorohedoro an der Tagesordnung. Wer aber denkt, dass dieser Anime sich selbst tot ernst nimmt und nichts weiter als Gewalt zu bieten hat, täuscht sich. Tatsächlich ist Dorohedoro sogar ziemlich humorvoll und versucht die Handlung mit witzigen Momenten aufzuheitern. Auch wenn es sich für so ein Setting angeboten hätte, ist die Art von Komik hier allerdings fast nie schwarzer Humor, wo es nur darum geht, so anstößig wie möglich zu sein. Der Humor ist sogar meistens eher kindlicher Natur. Am ehesten würde ich den Witz und Charme, den diese Serie hat, mit den Spielen der Yakuza-Reihe vergleichen. Auch da gibt es eine bierernste Hauptstory, aber die Figuren benehmen sich in den Sidequests wie kleine, alberne Kinder. Sowas führt dazu, dass Dorohedoro sich nie zu ernst nimmt und dadurch nie unfreiwillig ins Lächerliche abdriftet, wie das meiner Meinung nach nämlich bei Tokyo Ghoul der Fall war. Obwohl die düstere Stimmung und die Gewaltdarstellung beider Serien durchaus vergleichbar sind. Im Gegensatz zu zum Beispiel Fullmetal Alchemist Brotherhood, was ja öfters zu viel Comedy in unpassenden Momenten hatte, setzt Dorohedoro die humorvollen Stellen meiner Meinung nach aber etwas geschickter ein. Und gerade diesen Witz, den die Charaktere verkörpern, zeichnet die Serie für mich so aus. Das führt dazu, dass selbst die Antagonisten größtenteils sehr sympathisch sind und es kaum Figuren gibt, die man als Zuschauer wirklich hasst. So ist der Anime trotz der Brutalität und der düsteren Ästhetik nie edgy. Es gibt eigentlich nur zwei Dinge, die ich an Dorohedoro kritisieren würde. Die eine Sache hat mit der Anime-Adaption zu tun und die andere auch mit der Vorlage an sich. Wie ich bereits erwähnte und wie ihr ja auch im Video sehen könnt, sind die Figuren größtenteils am Computer erstellt. Es gibt auch ab und an kürzere Szenen, wo die Charaktere normal gezeichnet sind, aber die sind eher selten. CGI ist bei den meisten Anime-Fans ziemlich verpönt und das auch aus gutem Grund. Denn in den meisten Fällen sieht es einfach nur wirklich schlecht aus, weil es so unnatürlich wirkt und falls es 2D-Hintergründe gibt, entsteht ein seltsamer Kontrast zum Rest des Anime. Bei Fahrzeugen, Mechs oder anderen Maschinen kann das noch annehmbar aussehen, aber gerade bei Menschen und Tieren fällt es den Zuschauern dann meistens sehr unangenehm auf. Berserk von 2016 war ja da das absolute Negativbeispiel und so schlecht sieht Dorohedoro auf gar keinen Fall aus. Im Großen und Ganzen bin ich mit den Animationen auch zufrieden und fand sie kaum störend, auch wenn es optisch nicht ganz an Sachen wie Beaststars oder Land of Lustrous ranreicht. Allerdings hinterlässt der Look trotzdem einen faden Beigeschmack, weil ich mir manchmal doch dachte, wie gut hätte das Ganze nur mit traditionellen 2D-Animationen ausgesehen.
Mein zweiter Kritikpunkt hat mit der Story von Dorohedoro zu tun. Es handelt sich nämlich hier um eine Mystery-Geschichte, bei der viele Dinge erst sehr spät enthüllt werden. Vor allem am Anfang wird die Geschichte rund um Kaiman und Nikaido noch sehr wirr erzählt und man bekommt als Einsteiger nur schwer ein Gefühl dafür, worum es in dieser Serie überhaupt geht. Im Laufe der Zeit kann man sich aber als Zuschauer oder Leser mit der verrückten Prämisse arrangieren und ab da an macht Dorohedoro mit seinen ganzen besonderen Eigenschaften so richtig Spaß. Das wirklich große Problem ist aber, dass die Handlung im späteren Verlauf des Mangas leider etwas schwächer wird. Genauer gesagt der letzte Abschnitt im Manga, welcher nicht nur etwas zu lang war, sondern auch ein meiner Meinung nach eher unspektakuläres Ende besitzt. Natürlich werde ich darauf jetzt nicht weiter eingehen, denn schließlich wird es noch eine ganze Weile dauern, bis der gesamte Manga als Anime umgesetzt wird und ich will ja nicht spoilern. Das etwas befremdliche Ende wird aber auch wahrscheinlich damit zu tun haben, dass der Manga den Tod von 2 Magazinen überlebt hat. Ein Großteil der Zeit wurde Dorohedoro in den Magazinen Monthly Ikki veröffentlicht. Nachdem das Magazin eingestampft wurde, ging es dann für 2 Jahre in der Hibana weiter und als dieses Magazin auch eingestellt wurde, lief der Manga zum Schluss in der Monthly Shonen Sunday. Dieses ganze Hin und Her war sicherlich eine Belastung für die Autoren. Außerdem darf man nicht vergessen, dass das dritte Magazin eine jüngere Zielgruppe als die anderen beiden hatte, was den Verlauf der Handlung sicherlich auch auf die eine oder andere Art und Weise beeinflusst hat. Man kann also eigentlich froh sein, dass der Manga überhaupt einigermaßen vernünftig zu Ende geschrieben wurde. Ihr merkt schon, so richtig viel kann ich an Dorohedoro auch nicht bemeckern. Aber kommen wir jetzt mal zum Fazit. Dorohedoro ist eine sehr einzigartige Serie, die Humor und Horrorästhetik kombiniert und definitiv mal etwas anderes ist. Die Adaption sieht auf den ersten Blick etwas gewöhnungsbedürftig aus, ist aber grundsätzlich echt gut gelungen und endet an einer passenden Stelle. Da die erste Staffel nur 12 Folgen lang ist, wurde natürlich erst einmal nur der Anfang der Story erzählt. Sollte der Anime nicht weiter fortgesetzt werden, empfehle ich hier definitiv zum Manga zu greifen. Besonders empfehlenswert ist Dorohedoro in meinen Augen für Fans von Sachen wie Yakuza, JoJo und Hellsing.